Ich wollte wissen, ob man mit KI-Agenten heute Produktbilder und Produktvideos bauen kann, mit denen man auf Amazon einen richtig unfairen Vorteil hat. Dafür habe ich die Top 3 KI-Agenten gegeneinander getestet. Gleicher Startprompt, gleiches Produkt und gleiche Aufgabe. Claude, Codex und Exio sollen aus einer einfachen Campinglaterne eine komplette Produktbildgalerie und noch ein richtig gutes Produktvideo machen, das verkauft. Ich habe bewusst nicht mit einem richtigen Profi-Prompt gearbeitet. Ich habe so gemacht, wie es wahrscheinlich die meisten Händler von euch auch machen würden. Bildmaterial reingeladen, kurz die Aufgabe beschrieben und geschaut, ob die KI die Aufgabe versteht und selber mitdenkt. Ich teile dir auch genau meine Erfahrung, wie schwierig oder leicht das mit den unterschiedlichen KI-Agenten ist. Zum Schluss lassen wir aber echte Amazon-Kunden entscheiden, was das beste Bild- und Videomaterial ist. Die Frage ist also nicht, welche AI macht die schönsten Bilder. Die Frage ist, welcher Agent liefert uns die Bilder, die uns am meisten Geld machen? Dieser Test ist so wichtig für jeden Online-Händler, weil online immer Bild vor Text entscheidet. Wir leben in der TikTok-Generation, Menschen swipen schnell durch die Produktgalerie und verstehen das Produkt, die Verpackung, den Nutzen, die Vorteile. Wenn die KI hier wirklich helfen kann, dann ist es keine Spielerei mehr. Dann ist es das wichtigste Mittel, was dir als Händler hilft, deinen Kunden aufzufallen. Aber ein schönes Bildchen reicht uns nicht. Die Frage ist, kann die KI uns brauchbare Produktbilder und Produktvideos liefern? Kommen wir jetzt zu den Spielregeln. Den Test, den werde ich relativ einfach starten. Also ich werde die Aufgabe beschreiben, ich mache aber kein super Profi-Prompt raus. Wir machen das so, wie das ein Händler auch machen würde. Und ich verspreche dir auch, ich werde, wenn die Kamera aus ist, nicht noch stundenlang nachoptimieren, um euch die geilsten Bilder hinterher zu zeigen, sondern ich werde eingreifen, wenn eine KI die Aufgabe gar nicht versteht und dann gibt es einen neuen Prompt. Ansonsten werde ich hier aber wirklich das erste Ergebnis zeigen, was uns die KI-Agenten liefern. Deswegen werde ich auch vorwarnen, wir werden gleich richtig gutes Material kriegen, aber das wird ein Startpunkt für euch Händler sein, die es selber machen und von da aus noch alles richtig optimieren. Starten wir hier in Level 1, die erste Stufe mit dem Hauptbild. Das Hauptbild ist praktisch schon das wichtigste Bild, das wir heute erstellen werden, denn das ist das erste, was der Kunde auf Amazon sieht. Hier entscheidet er, ob er klickt oder ob er weiter scrollt. Wir bewerten nicht nur, ob das Bild schön aussieht, wir bewerten, ob es wirklich das Produkt getroffen hat. Wie sieht die Verpackung aus? Ist das wirklich tauglich für Amazon und macht es einen Unterschied, steht es hervor und wird richtig verkaufen? Starten tun wir mit dem Außenseiter mit Exio, der E-Commerce-KI. Und Exio hat uns ein Titelbild gemacht und ich muss wirklich sagen, auf den ersten Blick sieht es gut aus. Und das größte Plus ist ganz klar die Geschenkverpackung. Und überraschenderweise hat es Grün und Gold gewählt. Genau die Farben, die man von Rolex kennt, super hochwertig. Und es soll ja ein Geschenk für Outdoor-Freunde sein, deswegen passt es. Die Verpackung finde ich super, aber jetzt kommen wir zum Minus. Das Produkt ist nicht richtig getroffen. Es sieht nicht aus wie das Original. Aber noch ein größeres Minus ist, und das hätte ich nicht erwartet von Exio, weil es sollte das eigentlich wissen, Amazon erlaubt auf dem Hauptbild keine Texte. Nur das Produkt auf weißem Hintergrund. Und das Bild, das könnten wir gar nicht raufladen. Ich habe es trotzdem hier drin gelassen. Ich dachte, ich zeige dir mal von jedem die ersten Ergebnisse. Wir werden gleich noch solche Sachen sehen bei den anderen Agenten, das verspreche ich dir. Aber das wäre ein Bild, was ich jetzt definitiv neu generieren müsste. Und damit kommen wir zum Bild von Codex. Das ist ziemlich klar. Wir sehen unser Produkt, wir sehen die Geschenkverpackung. Die Geschenkverpackung sieht hochwertig aus. Sowas würde ich kaufen zum Weiterschenken. Vor allen Dingen, was mir gefällt, das Produkt ist wirklich gut getroffen und es ist groß. Wenn ich das Bild angucke, gucke ich zuerst auf unser Produkt und dann sehe ich, es gibt auch eine Geschenkverpackung, weil ich suche ja die Leuchte. Das ist ja, was mir am wichtigsten ist. Also das Bild finde ich wirklich gut und die Arbeit ist solide. Kommen wir zum Bild vom Claude. Darauf sind bestimmt die meisten von euch neugierig und das ist das Titelbild, was wir von Claude bekommen haben. Ich muss sagen, es sieht auch gut aus. Die Geschenkverpackung wirkt auch wieder sehr hochwertig. Das Produkt ist wirklich getroffen. Jetzt kommen wir aber wirklich zu dem großen Aber, zu meinem persönlichen Einwand. Ich denke, das Produkt ist zu klein. Ich gucke hier fast als erstes auf die Geschenkverpackung. Die ist ja eigentlich nur ein nettes Extra, was man auf dem zweiten Blick sehen soll, nach meiner Meinung. Also deswegen, wir werden zum Schluss alles durchtesten mit echten Amazon-Kunden und sehen, welches Titelbild am beliebtesten ist. Schon jetzt sehen wir aber große Unterschiede, wie jeder KI-Agent arbeitet und das wird gleich bei den restlichen Bildern noch deutlicher.
Gehen wir aufs nächste Level, auf Level 2. Eine Amazon-Produktseite braucht mehr als das Hauptbild. Es braucht ein ganzes Bilderset mit Lifestyle-Bildern, die zeigt, wie deine Zukunft mit dem Produkt ist, die die Funktionen und die Vorteile erklären und nochmal direkt sagen, wie groß ist das, alles beantworten, was du eigentlich wissen musst, wenn du auf den Kauf-Button drücken willst. Starten wir auch hier wieder mit Exio. Exio hat uns überraschenderweise die meisten Bilder geliefert und die Bilder zeigen auch überall das Produkt in passender Umgebung. Das hat es auch gut gemacht. Es hat auch immer den Text zum Bild, ab hier wollten wir auch wieder Text haben, weil das dürfen wir dann, erklärend hinzugefügt. Jetzt kommen wir zu den Abern. Mich hat das Ergebnis ein bisschen überrascht, weil ich weiß, mit den richtigen Prompts an Hixfield gesendet, bekommt man richtig überzeugendes Material. Also die Bilder sind gut, aber die sind nicht 10 von 10. Es könnte noch überzeugender sein, vielleicht noch Menschen dabei, noch wirklich echter wirken. Und das zweite große Minus, weil die Bilder sind absolut nutzbar, aber ich habe das Gefühl, wir sehen noch mehr. Damit kommen wir zu Codex und das meine ich mit mehr, also die Bilder sehen einfach noch etwas echter aus. Die Bilder sind mit noch mehr Liebe zum Detail gemacht. Also wenn es zum Beispiel um den Dimmen-Knopf geht, kommt die Hand ins Bild und du weißt direkt, wo der Knopf ist und wie er funktioniert. Also das wurde richtig anschaulich gelöst. Ich finde, das ist richtig gut in die Umgebung integriert, super überzeugend. Ich finde es einfach, genauso habe ich es mir vorgestellt. Jetzt kommt das aber, und zwar das sind die Texte. Also wenn Codex für mich Hixfield benutzt, sehen die Texte eigentlich noch besser aus. Und die sehen ein bisschen basic aus. Die werden sehr gut funktionieren, aber ich habe mich gefragt, was da schiefgelaufen ist und ich habe die Antwort noch gefunden. Zum Schluss noch der finale Teilnehmer, die Ergebnisse von Claude. Und die, muss ich sagen, sind für mich so vielleicht im Mittelfeld. Die Texte sind sehr gut, die Bilder sind auch alle richtig umgesetzt. Es zeigt überall das Produkt in Outdoor-Szenen. Das größte Minus an den Claude-Fotos ist irgendwie, das Produkt sieht überall gleich im Bild aus für mich. Also ich finde es jetzt nicht wahnsinnig viel Variation. Die sind jetzt nicht super kreativ. Die bilden das Produkt gut ab, die Texte sehen gut aus. Ich finde die Texte aber auch teilweise ein bisschen sehr verschieden. Ich habe den Eindruck, es hat mit verschiedenen Schriftarten und Designs gearbeitet und es passt jetzt nicht wirklich Klick für Klick durch drauf. Das ist jetzt wirklich meine subjektive Meinung. Dafür lassen wir es nachher noch von Amazon-Kunden wirklich testen. Hier kommt der erste Zwischenstand. Exio ist die E-Commerce-KI. Ich habe damit schon oft Produktbilder gemacht. Es funktioniert und ich bin gespannt, wie es vor allen Dingen im Unterschied zu dem starken KI-Agenten funktioniert. Und da kommen wir zu Codex. Das punktet für mich bisher klar bei der Lösungsfindung und bei der schnellen Umsetzbarkeit. Die Fotos von Claude bewerte ich eigentlich schon mal sehr stark für Marken, aber für Onlinehandel bin ich mir jetzt unsicher, ob es das richtig getroffen hat. Aber hier nochmal wichtig, das ist mein persönlicher Eindruck und ich lasse immer Tests machen, weil manchmal liege ich komplett verkehrt. Deine Kundenzielgruppe denkt häufig einfach anders als der Händler. Hier ist die große Auflösung. Wir haben die 50 deutschen Amazon-Kunden abgestimmt über unsere Produktvideos. Damit will ich als erstes anfangen. Und die Überraschung, die war da. Denn der klare Gewinner dieser Runde war Codex mit dem klarsten und produktnächsten Clip. Claude landete mit dem Produkttester-Ansatz auf Platz 2. Exio verliert die Runde deutlich, weil das Video zwar atmosphärisch wirkt, aber Kunden zu wenig konkrete Produktinfos gibt. Also einfache Texte hätten hier noch viel gemacht. Ich habe in einer zweiten Umfrage für die Produktbilder nochmal 50 deutsche Kunden gefragt über den Umfragedienst PickFu. Und hier war die Überraschung wieder da. Ich war mir ganz sicher, dass Claude diesmal vorne liegen wird und zum Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Exio und Codex. Exio kommt auch hier wieder auf Platz 2 und Claude hat auch hier wieder die wenigsten Stimmen. Das hat mich überrascht, ich hätte Claude eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 erwartet. Hier also die große Überraschung, dass die meisten Kunden den Codex-Bilder die größte Zustimmung gegeben haben. Und auf diese Daten kann ich genauso mit KI zugreifen und die Erkenntnisse mir rausfiltern. Und die waren, dass die Codex-Bilder die Funktion der Lampe am besten gezeigt wurde. Die Lampe war am deutlichsten zu erkennen. Es war klar, welches Licht es gibt. Es war auch klar, wie sie funktioniert. Die Zusatzbilder haben die Kunden auch am authentischsten gefunden. An dieser Stelle auch nochmal Props an Exio für die starke Produktverpackung. Das ist wirklich der Einsatzzweck. Exio ist von Alibaba und für die Beschaffung gedacht und deswegen kann es auch Verpackung richtig stark designen. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
Alleine die Verpackung war aber nicht stark genug, um die gute Arbeit von Codex zu schlagen. Also Codex hat wirklich überzeugt in jedem Test. Claude ist für mich leider eine negative Überraschung. Ich hatte echt hohe Erwartungen. Ich war echt gehypt, das jetzt endlich auszuprobieren. Es hat in keinen Test gewonnen und auch die Arbeitsweise war persönlich nicht für mich. Vielleicht sagst du, es ist genau das, was du suchst. Hier ist die Auflösung, welcher KI-Agent hat den besseren Workflow. Die Unterschiede waren wirklich wieder sehr, sehr groß. Dir als Händler ist ja vor allen Dingen wichtig, mit welchem Tool kannst du am besten arbeiten, was erledigt die Aufgaben möglichst automatisch. Und deswegen starten wir wieder mit Exio und das war das Tool, was mich am meisten für Feedbacks gefragt hat. Wir haben immer Zwischenschritte eingelegt, wir haben immer Feedback eingeholt, wir haben immer Vorschläge bekommen, wie es dann weitergeht. Also für Anfänger denke ich, es ist sehr gut, weil du hier wirklich mit einem schwachen Prompt starten kannst. Du siehst das erste Ergebnis, wurde es verstanden, ansonsten lenkst du gleich ein mit deinem nächsten Feedback. Exio hat Higgsfield genutzt, Exio hat die Higgsfield-Dateien runtergeladen, uns schöne Ordner in sauberen Strukturen erzeugt. Also die Arbeit mit Exio ist wirklich solide und angenehm. Und dann kommen wir auch zu Codex, was für mich so absolut im Mittelfeld liegt, was das automatische selbstständige Arbeiten angeht. Denn es fragt immer wieder mal nach Feedbacks und das finde ich auch gut. Es macht ein ganzes Stück und dann sagst du mir nochmal, wo es gerade ist, wie es jetzt weitergeht und ich mag das Arbeiten sehr. Es ist vor allen Dingen sehr eigenständig. Also wie zum Beispiel die Sache mit der Higgsfield-Verbindung. Hat gesagt, funktioniert nicht ganz zuverlässig, kann zu Problemen kommen. Ich suche mir eine bessere Lösung und das ist das Ganze lokal selber zu produzieren, ohne mich überhaupt zu fragen. Aber deswegen kannst du mit Codex halt wahnsinnig viel machen. Dann kommen wir zum Schluss zu Claude. An der Stelle sei auch gesagt, ich habe es mir vor dem Test zum ersten Mal installiert. Ich dachte mittlerweile, ich verpasse was. Um Claude gibt so ein Hype. Das Tool muss ich unbedingt kennenlernen und deswegen war ich auch super spannend, wie das Arbeiten ist. Claude brauchte wirklich nur einen Prompt, hat sofort losgelegt. Das war für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu spontan. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen so den Plan gehört und gesagt, ja genau, so machen wir es. Als ich mit Claude gearbeitet habe, kam zwischendurch auch an 2 Stellen ein Nein, das geht nicht oder Nein, das kann ich nicht. Und das bin ich von den KI-Agenten eigentlich gar nicht gewohnt. Es gibt immer eine Alternative oder immer einen Plan B, der gefunden wird. Ich werde mich definitiv mehr mit Claude beschäftigen. Ich weiß, das hat eine riesengroße Community. Ich will es wirklich noch mehr auf den Zahn fühlen. Aber hier gerade beim Workflow fand ich die Ergebnisse überraschend. Hier kommt das Fazit nach Anwendungsgebiet. Exio ist ganz klar die E-Commerce-KI. Wenn du jemanden magst zum Brainstorming, so einen Sparringspartner zum Bälle hin und her spielen, dann wirst du die Arbeit mit Exio mögen. Bei der Verpackung lag es auf jeden Fall vorne und dafür ist die KI designt, um Produkte zu designen, Produkte zu beschaffen. Also bei den Aufgaben ist es super stark. Codex ist die Programmier-KI. Was es im Baukasten noch nicht hat, baut es sich selber und ich mag die Arbeit damit. Ich spreche mit ihm ab, was ich machen möchte und dann legt es los und kommt immer ans Ziel. Also was ich damit schon erreicht habe, der absolute Wahnsinn. Ich bin Fan und die Amazon-Kunden, die sind es auch. Das war am wichtigsten für diesen Test. Die lieben die Bilder und die Videos. Auf Claude war ich am meisten gespannt und ich muss sagen, ich habe eine hohe Erwartung gehabt, die konnte ich heute noch nicht ganz erfüllen. Ich werde mich aber weiter reinfuchsen. Ich möchte es unbedingt mehr verstehen und wir haben ganz klar gesehen, wenn du eine KI möchtest, wo du einfach irgendeinen Prompt reintust und es versucht sich zum Ziel alleine durchzuschlagen, dann ist Claude die KI. Das Video fand ich auch sehr stark. Ich glaube, auf Instagram wird es funktionieren. Da gucken die Leute mehr solche Erfahrungen als Werbevideos. Aber hier ging es um den Verkauf auf Amazon und da hat das Codex-Video besser verkauft. Codex hat sich absolut gezeigt fürs eigenständig Arbeiten. Also hier kannst du wirklich einen sehr einfachen Prompt reinwerfen und der KI-Agent arbeitet sich wirklich bis zum Ziel durch, wenn er es kann. Das größte Learning, was wir hieraus haben, ist, Kunden ist es völlig egal, wie die Produktbilder entstanden sind. Kunden will einfach nur erkennen, was ist das Produkt, was kann es und wie sehe ich mich damit in der Zukunft und jetzt habe ich Lust, es zu kaufen und das hat eine KI hier wirklich am besten gelöst. Diesen Test will ich nochmal wiederholen, aber dann mit nur einem KI-Agent, aber das Ziel sind Bilder und Videos, die so gut wie möglich sind. So, und jetzt bist du dran. Schreib mir in die Kommentare, welchen Agenten soll ich im nächsten Video mal so richtig ausreizen? Claude, Codex oder Exio. Dann werde ich nicht mehr mit einem einfachen Kommentar anfangen. Von hier aus schöpfen wir das Potenzial nochmal richtig aus zu den besten Fotos, zu den besten Videos. Ich bin gespannt, welchen Agenten die Community hier bevorzugt.